Assalamu alaikum und hallo liebe Zuseher. Ich habe gute Neuigkeiten für euch. Der erste Teil aus der Serie Moras Schatzkiste ist endlich da. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was soll Moras Schatzkiste bitte sein? Moras Schatzkiste sind interessante Abschnitte der jüdischen und christlichen Schrift, die mir im Laufe der letzten Jahre während meiner Recherche aufgefallen sind, die jedoch nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Ich möchte deshalb diese Serie nutzen, um diese Punkte aus islamischer Sicht zu beleuchten und eine alternative Erklärung anbieten. Vorweg möchte ich aber einen wichtigen Punkt anmerken, nämlich dass der Islam nicht angewiesen ist auf das Alte bzw. Neue Testament und der Islam wird nicht durch christliche bzw. jüdische Schrift bewiesen. Zu guter Letzt möchte ich euch sagen, warum ich das tue. Ich glaube, dass diese Themen bei uns im deutschsprachigen Raum noch gar nicht bzw. nur oberflächlich und grob behandelt wurden und dass die Lücken in der Exegese einfach viel zu groß sind, als dass wir diese einfach ignorieren können. Das alles soll dem Zweck dienen, Christen, Juden und Muslime in einen Dialog einzuladen, um auf beste Art und Weise miteinander zu reden. Mehr gibt's an dieser Stelle jetzt eigentlich auch gar nicht zu sagen, deswegen starten wir direkt mit dem ersten Teil dieser Reihe, nämlich dem Bund mit Abraham. So, und da wären wir auch schon. Heute ist das Thema der Bund zwischen Abraham und seinen Nachkommen. Vorweg möchte ich gerne sagen, dass ich diese Videos so kurz wie möglich und so verständlich wie möglich halten will. Das heißt, wir schweifen jetzt nicht viel ab und springen direkt in die Kapitel, in die relevanten Kapitel und in die relevanten Verse hinein. Wir beginnen bei Genesis Kapitel 15. Dort wurde schon der Bund zwischen Abraham und seinen Kindern angedeutet. Und zwar verspricht Gott Abraham dort schon einen großen Lohn. Und Abraham sprach: O Herr, was willst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe und Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus. Das ist sein Hausdiener, also nicht sein echter Sohn. Abraham sprach weiter: Siehe, du hast mir keinen Samen gegeben und siehe, ein Knecht, der in meinem Haus geboren ist, soll mein Erbe sein. Zu diesem Zeitpunkt hat Abraham noch keine echten Kinder, also keine eigenen Kinder. Es geht weiter. Doch siehe, das Wort des Herrn erging an ihn. Dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der soll dein Erbe sein. Das heißt, der Erbe kann jetzt natürlich nicht jemand sein, der ein metaphorischer Sohn ist oder jemand, der nicht durch die Blutlinie von Abraham verbunden wurde, sondern der Erbe muss also jemand sein, der wirklich von seinem Samen kommt. Und er führte ihn hinaus und sprach: Sieh doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm: So soll dein Same sein. Das ist eine wichtige Stelle, wir werden sie später in den nächsten Kapiteln brauchen, insbesondere bei Genesis Kapitel 17 und da gehen wir auch gleich hin. Genesis Kapitel 17. Gottes Bund mit Abraham, Beschneidung und Verheißung Isaaks. Diese Überschriften werden oft von anderen Übersetzungen ein bisschen anders benannt, ist aber nicht schlimm. In dem Fall ist jetzt Genesis Kapitel 17 von der Schlachter 2000. Hier geht es jetzt explizit um den Bund zwischen Abraham und Gott und hier wird auch ganz klar definiert, was der Bund sein soll und wie dieser Bund sich manifestiert. Wir lesen jetzt hierzu die relevanten Verse und später komme ich dann dazu, was das Problem ist und wo hier meines Erachtens nach ein bisschen getrickst wurde. Ich lese nur kurz vor. Vers 7. Und ich will meinen Bund aufrichten zwischen mir und dir und deinem Samen, nach dir von Geschlecht zu Geschlecht, als einen ewigen Bund, dein Gott zu sein und der deines Samens nach dir. Das ist alles angelehnt noch an Kapitel 15. Das passt hier perfekt dazu. Und ich will dir und deinem Samen nach dir das Land zum ewigen Besitz geben, in dem du ein Fremdling bist, nämlich das ganze Land Kanaan, und ich will ihr Gott sein. Und Gott sprach weiter zu Abraham: So bewahre du nun meinen Bund, du und dein Same nach dir, von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist aber mein Bund, den ihr bewahren sollt, zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Und ihr sollt am Fleisch eurer Vorhaut beschnitten werden. Das soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Das heißt, das Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung selbst. Ganz wichtig. Was ist der Bund und wie wird er gekennzeichnet? In dem Kapitel geht es jetzt mir persönlich nur um die Kennzeichnung des Bundes. Das ist die Beschneidung. Es ist ein ewiger Bund und das Zeichen der Beschneidung ist, das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Ich kann es nicht oft genug betonen. Das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Ich führe später aus, wieso das so wichtig ist. Jedes männliche von euren Nachkommen
soll bei euch beschnitten werden, wenn es 8 Tage alt ist, sei es im Haus geboren oder um Geld erkauft von irgendwelchen Fremden, die nicht von deinem Samen sind. Was in deinem Haus geboren oder um Geld erkauft wird, soll unbedingt beschnitten werden. So soll mein Bund an eurem Fleisch sein, ein ewiger Bund. Gott betont es noch einmal. Also es ist etwas sehr, sehr Wichtiges, die Beschneidung. Und ein unbeschnittener Mann, einer, der sich nicht beschneiden lässt am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk, weil er meinen Bund gebrochen hat. Wir lesen hier nochmal, die Beschneidung ist ein ewiger Bund, ja, gilt für alle Zeit, ewig heißt ewig, da gibt es keine Ausnahmen. Und ein Unbeschnittener, der sich an seiner Vorhaut nicht beschneiden lässt, der hat den Bund gebrochen. An dieser Stelle möchte ich anmerken, die einzigen zwei Nationen oder Gruppen von Menschen, die die Beschneidung bis heute durchführen, konsequent, sind die Juden und die Muslime. Abseits davon gibt es niemanden, also Christen beschneiden sich auch nicht und somit werden sie aus diesem Bund ausgeschlossen, laut Vers 14. So, das heißt, ich fasse nochmal kurz zusammen, bevor ich weitermache. Das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. Ich kann es nicht oft genug betonen, es steht explizit hier. Das Zeichen des Bundes ist die Beschneidung. So, und jetzt komme ich zu dem Problem, das ich schon am Anfang erwähnt hatte. Gott verspricht Sarah, dass sie auch Nachkommen haben soll und dass diese Nachkommen ebenfalls gesegnet werden sollen. Und dann kommt jetzt die Stelle, die mir persönlich am Herzen liegt für dieses Video und was für mich persönlich extrem viele Fragen aufwirft. Zu diesem Zeitpunkt, das müssen die Zuseher wissen, ist Ishmael bereits geboren. Ishmael ist der Sohn von Hagar und Abraham. Hagar ist die Magd von Sarah und mit der hat er ein Kind gezeugt bereits. Und Abraham bittet Gott und sagt, dass Ismael vor dir leben möchte. Vielleicht an dieser Stelle, damit man es besser versteht, ich habe für euch hier eine andere Übersetzung daneben. Derselbe Vers von der New International Version besagt, and Abraham said to God, if only Ishmael might live under your blessing. Das heißt, der Segen Gottes soll auf Ismael sein, so interpretiert das dieser Übersetzer hier. Das ist auch aus dem Kontext erkennbar, das ist auch okay so. Aber jetzt wird es interessant. Vers 19, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau, soll dir einen Sohn gebären, den sollst du Isaac nennen, denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Sehr interessant. Wieso betone ich das so komisch? Wenn ihr euch das mal anguckt, was in Vers 19 steht, da sprach Gott nein. Das hört sich so an, als ob Abraham hier sagt, bitte segne noch mal den Sohn Ismael, der soll auch Teil des Bundes sein. Und dann steht auf einmal in Vers 19, dann sprach Gott nein. Sondern Sarah, deine Frau, als ob der Bund nur zwischen Isaac und seinen Nachkommen ist und nicht zwischen Ismael und seinen Nachkommen. Das wirft aber Probleme auf, aber dazu komme ich gleich. Wenn wir uns aber die Übersetzung hier von der New International Version anschauen, was steht hier? Gott sagt yes. Yes ist genau das Gegenteil von nein. Was ist hier passiert? In diesem Vers hier antwortet Gott auf die Bitte von Abraham mit Ja und hier antwortete er mit Nein. Das hat mich dazu geführt, dass ich ein bisschen Recherche betreibe. Und dafür gehe ich jetzt in die interlineare Version. Ich gehe direkt zum Quelltext. Der Vers 19 ist hier zu finden. Wenn wir uns das jetzt genau ansehen, steht hier weder Ja noch Nein, sondern es steht einfach nur and said. Das hebräische Wort dafür scheint Vayomer zu sein. Ich kann kein Hebräisch, aber für euch Zuseher, es wird im Hebräischen genauso wie im Arabischen von rechts nach links gelesen. Und hier ist weder von Ja noch Nein, sondern Gott sagte und Gott sagte, wahrlich Sarah, deine Frau, soll gebären dir ein Kind und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ja schon ein bisschen problematisch, dass die Übersetzer hier einfach Sachen hinzufügen, die da nicht stehen. Und es steht in keinster Weise hier. Weder Nein noch Ja. Aber aus dem Kontext ist erkennbar, wenn man sich den Quelltext anschaut, dass hier Gott die Bitte von Abraham erhört. Aber gehen wir weiter. Wegen Ismael aber habe ich dich auch erhört. Siehe, ich habe ihn reichlich gesegnet und will ihn fruchtbar machen und sehr mehren. Er wird 12 Fürsten zeugen und ich will ihn zu einem großen Volk machen. Das ist angelehnt anscheinend an Genesis 15, wo Gott Abraham verspricht, dass seine Nachkommen oder sein Samen zahlreich sein wird, so wie die Sterne am Himmel. Gut, wir lesen weiter. Meinen Bund aber will ich mit Isaac aufrichten, den die Sarah um diese bestimmte Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Auch das ist sehr interessant. Meinen Bund aber will ich mit Isaac aufrichten. Das heißt,
Es wirkt so, als ob Ismael hier nur so erwähnt wird, ja, ist gut, wir machen ihn schon zu irgendwas Tollem, aber meinen Bund mache ich mit Isaac. So, und auch hier würde ich gerne in den Quelltext zurückgehen. Wenn wir uns jetzt auf den Vers 21 einschießen, ist hier dieses Aber. Hier soll dieses but ist Englisch für aber, hier soll dieses aber sein. Wenn ich jetzt aber ins Lexikon gehe, dann finde ich an keiner einzigen Stelle im gesamten Alten Testament, dass dieses Wort mit aber übersetzt wird. Was bedeutet also dieses Wort wa'et? Wa'et scheint eine Übersetzung zu haben wie und. Also man kann's mal durchgehen und sich das anschauen, aber es wird anscheinend immer mit und übersetzt. Genauso wie auch an den anderen Stellen im Alten Testament. Aber gut, wir lesen dann weiter. Und als er mit ihm ausgeredet hat, erhob sich Gott hinweg von Abraham. Dann nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle in seinem Haus geborenen Knechte und alle, die um sein Geld erkauft waren, alles, was männlich war, unter seinen Hausgenossen, und er beschnitt das Fleisch ihrer Vorrat am selben Tag, wie Gott es ihm gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Ismael aber, sein Sohn, war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Am selben Tag ließen sich Abraham und sein Sohn Ismael beschneiden. Frage: Was ist das Zeichen des Bundes? Es ist die Beschneidung. Korrekt. So wie ich es auch vorhin schon erwähnt hatte. Und deswegen habe ich so oft betont, das Zeichen der Beschneidung, wie hier zu sehen ist, oder das Zeichen des Bundes, wie hier zu sehen ist die Beschneidung. Und Ismael als sein Same, als sein Nachkomme, wurde ebenfalls beschnitten. Kommen wir nun zu der Zusammenfassung. Um euch nochmal ein weiteres Indiz dafür zu geben, ich habe hier auf der rechten Seite die King James Version der Bibel. Auch hier wird dieses "And God said no" oder "And God said yes" wurde hier nicht übersetzt. Hier wurde es anscheinend richtig übersetzt mit "And God said". Das ist nur ein weiteres Zeichen dafür, dass hier ein bisschen getrickst wurde, meines Erachtens nach. Nichtsdestotrotz, was ist jetzt der gesamte Punkt? Der Punkt ist, der Bund zwischen Abraham, seinen Kindern und Gott ist, wenn man sich das, da sprach Gott nein, wegdenkt und dieses aber, dieses hier, dann würde sich der Text so lesen, als ob beide Kinder Teil des Bundes wären. Weil wie kann ein Volk in den Augen von Gott groß sein und gesegnet sein, wenn es doch nur Götzen anbetet? Das ist im Falle Ismaels ja der Vorwurf. Also einfach nur zu sagen, ja, es gab 12 Könige, reicht nicht vollkommen. Und in Anbetracht der Verse davor, die das Zeichen des Bundes erläutern, kann man sehen, durch die Beschneidung Ismaels, welches Zeichen des Bundes ist Ismael ebenfalls Teil dieses Bundes. Und das wirft jetzt einige Fragen auf. Wie wir sehen konnten, haben hier die Übersetzer Spielchen gespielt, um Ismael aus diesem Bund hinauszuwerfen, was aber nicht klappt, weil die Verse davor und danach das eindeutig verneinen. Und es wurde hier anscheinend bewusst, wurden hier Übersetzungen gewählt, die nicht ganz akkurat sind. Der Punkt steht, Ismael ist Teil des Bundes. Das ist, glaube ich, ziemlich explizit aus Genesis 17 zu entnehmen. Aber meine Frage ist jetzt, was ist mit diesem Bund passiert? Wie sieht dieser Bund zwischen Ismael und seinen Nachfahren und Gott aus, wenn es doch gar keine Propheten gibt von den Arabern? Oder etwa doch? Ich glaube, jeder weiß, worauf ich hinaus möchte. Insbesondere die Muslime. Für die Muslime habe ich noch einen Abschlusszuckerl für euch. Und zwar gibt es eine interessante Stelle in Genesis Kapitel 12 für euch. Und zwar gab es hier ein Versprechen von Gott an Abraham. Und ich sage euch gleich, worauf ich hinaus möchte. In Vers 2 lesen wir: Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Wir sehen fast denselben Wortlaut in den Vers 2, wie wir ihn auch in Bezug auf Ismael in Vers 20 sehen. Also fast identisch, es werden genau dieselben Worte benutzt. Aber
Das eigentlich Interessante für die Muslime ist Vers 3. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Liebe Muslime, wer segnet den Propheten Ibrahim, a.s.? Wer macht es 5-mal am Tag? Ich helfe euch auf die Sprünge. Allahu Akbar. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. So, meine Lieben, wir wären auch schon am Ende des ersten Teils von Muras Schatzkiste. Was könnte man zusammenfassend sagen? Hier herrscht anscheinend der Versuch in der Bibel, zumindest in den Übersetzungen, Ischmael aus diesem Bund zu entfernen, was der Quelltext nicht hergibt. Hier ist ein großes Fragezeichen von unserer Seite. Wieso werden hier Dinge in die Übersetzungen eingefügt, die da gar nicht stehen im Quelltext? Und auf der anderen Seite, was ist jetzt mit dem Bund zwischen Ischmael und ergo den Arabern passiert? Wo ist der Bund aufgegangen mit Ischmael? Weil Gott segnet und macht kein Volk groß in seinen Augen, wenn es doch nur Götzen anbetet. Das ist ein Problem, wo ich glaube, das Problem haben die Christen und die Juden. Sie können diese Stelle nicht weg erklären. Sie leugnen dennoch den Propheten Mohammed, Frieden und Segen auf ihm, sallallahu alaihi wasallam. Für uns ist es klar, wir wissen ganz genau, was damit gemeint sein könnte. Und wir haben noch zu guter Letzt eine potenzielle kleine Prophezeiung bezogen auf den Propheten Ibrahim und auf die Muslime in Kombination mit den Muslimen, die ja 5-mal am Tag Gott um Segenswünsche bitten für den Propheten Ibrahim. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gut gefallen hat, gebt mir Feedback. Ich werde euch noch ein paar andere Punkte aufzeigen in dieser Reihe, die ihr so vielleicht noch nicht gehört habt. Und bis dahin sage ich Assalamu alaikum und Tschüss.